Diese 10 Stauden musst du im Oktober schneiden, sonst war's das mit der Blüte. Servus und Hallo, hier ist wieder deine Gartenlea. Und heute wird nicht geschnackselt, heute wird geschnippelt. Der Oktober ist die Bühne für die große Scherensymphonie im Staudenbeet. Viele denken, ach, das kann ich auch im Frühjahr machen. Ja, kannst du, aber dann verpasst du die Hauptrolle im Frühlingstheater. Also, Schere raus, Kaffee wegstellen, los geht's mit den 10 Stauden, die du jetzt schneiden musst, sonst siehst du nächstes Jahr nur Blätter statt Blüten. Eint Rittersporn, der Wiederholungstäter. Der Rittersporn ist wie der Marathonläufer im Garten. Blüht, kippt um, steht wieder auf, blüht nochmal. Im Oktober gilt, runter mit allem, was braun ist. Schneid ihn 10 Zentimeter über dem Boden zurück. Er dankt dir mit einem neuen Startschuss im Frühling. Lässt du ihn dagegen stehen, fault der ganze Spaß über Winter und du kannst nächstes Jahr auf Blüten warten, wie auf die Deutsche Bahn. 2 Phlox. Der Partyfreund Phlox ist der Dauergrinser unter den Stauden. Blüht, lacht, duftet. Aber wenn die Party vorbei ist, bleibt der Müll. Mehltau, welke Stiele, Chaos. Darum komplett abschneiden, alles raus. Der Neuaustrieb im Frühling kommt sauber, vital und ohne Krankheitsparty. Ohne Schnitt? Dann heißt's Mehltau 2.0, jetzt auch im Frühling. 3 Sonnenhut, die Sonnenbrille des Gartens. Echinacea, der Sonnenhut, hat den Sommer gerockt, jetzt ist der Akku leer. Seine Blüten sehen zwar hübsch aus im Frost, aber für die Pflanze heißt das nur Stress. Darum im Oktober 10-15 Zentimeter über dem Boden schneiden. Das sieht erst nackt aus, aber im Frühjahr explodiert er wie ein Rockstar beim Comeback. 4 Frauenmantel, die graue Eminenz. Der Frauenmantel ist wie eine Großtante. Elegant, aber heimlich chaotisch. Wenn du ihn nicht schneidest, kippt er im Winter zusammen wie ein alter Regenschirm. Also, alles runter auf Bodenhöhe, bevor es matschig wird. Der Dank. Ein sauberer, kräftiger Neuaustrieb und keine Schneckenparty im Frühling. 5 Astern. Die Herbstdiven. Astern lieben Drama. Erst ein Feuerwerk im Oktober, dann das große Sterben im November. Lässt du sie stehen, sehen sie bald aus wie ein Haufen Besenstiele. Darum nach der Blüte kräftig zurückschneiden. Das stärkt die Basis, verhindert Mehltau und sorgt für Blütenexplosion im nächsten Jahr. Tipp von Gartenlea. Abgeschnittene Triebe als Mulch um die Pflanze legen. Natürlicher Frostschutz Deluxe. 6 Purpurglöckchen, der Gentleman in Rot. Heucherer, die Purpurglöckchen, sind wie die Dandys im Beet. Immer gut angezogen. Aber ihre alten Blätter sind im Winter Pilzmagneten. Darum verwelktes Laub im Oktober sauber wegnehmen. Nicht alles, nur das Alte. So bleibt die Pflanze gesund und das Farbspektakel geht im Frühjahr weiter. 7 Margeriten, die Optimistinnen. Die Margeriten denken immer, es wird nochmal Sommer. Darum stehen sie ewig da mit braunen Köpfen. Schnitt auf 5 Zentimeter, damit die Wurzeln ruhen und neue Triebe sicher durch den Winter kommen. Ohne Schnitt. Matschiges Elend. Mit Schnitt fröhlicher Neustart. 8 Katzenminze, die Dauerläuferin. Nepeta, die Katzenminze, ist wie ein Energiebündel mit Koffeinüberschuss. Sie blüht, duftet, zieht Bienen an, aber irgendwann ist auch bei ihr Schicht im Schacht. Oktober ist der Cut. Alles Alte weg, damit sie nächstes Jahr doppelt so stark zurückkommt. Und keine Sorge, deine Katze verzeiht's dir. Im Frühjahr gibt's wieder Catnip Deluxe. 9 Lavendel, der Mittelmeer-Ruheständler. Lavendel liebt Sonne, aber hasst Wintermatsch. Im Oktober darfst du ihn nur leicht stutzen, nicht radikal. Blütentriebe ab, Form schneiden, aber das Holz bitte in Ruhe lassen. So bleibt er kompakt und winterfest. Schneidest du zu tief, sagt er, Ciao Bella, und wandert gen Pflanzenhimmel. Pfingstrosen, die alten Seelen. Pfingstrosen sind wie alte Rockstars, jedes Jahr dieselbe Show, aber nie langweilig. Ihre Stiele sterben im Herbst ab, und genau da lauern Pilze. Darum runterschneiden auf Bodenhöhe, alles alte Material entsorgen, nicht auf den Kompost. Das ist der Gesundheitscheck für den Frühling. Ohne Schnitt? Dann kommt nächstes Jahr die Pilzrevue mit traurigem Ende. Fazit: der goldene Oktoberschnitt. So, das war deine große Staudenrunde. 10 Pflanzen, 10 Chancen auf einen blütenreichen Frühling. Im Oktober heißt's schneiden statt warten.
Kein Kahlschlag, aber klare Kante. Machst du's jetzt, belohnt dich dein Garten nächstes Jahr mit einem Farbenfeuerwerk, das Instagram neidisch macht. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da, Glocke aktivieren und teil das Video mit deiner Gartencrew. Nächstes Mal geht's um das Thema Mulchen wie ein Profi. So schützt du dein Beet über den Winter. Bis dahin, Servus, deine Gartenlea.